das nicht mehr. Ich kann das nicht hören. Das ist eigentlich erstmal straight gegen die Tür gerannt. Und ich hätte 2 Fragen an dich. Schieß los. Und zwar einmal die lustigste Kiff-Story von dir. Ey, das ist der Zufall. Ich habe einfach richtig gutes Zeug gerade bekommen. Kompletter Zufall. Und da waren wir auf so einer Hausparty von einem Kollegen, Digga. Ali hieß er. Und dann kam auf einmal der Dad von Ali rein. Wir dachten alle so, scheiße, der Dad sitzt da und wir kiffen hier alle so, weißt du. Bruder, ich hab hier so ein Kraut, ich würde das auf jeden Fall nicht mit dir rauchen wollen, so. Lass das hier liegen, so, fass das nicht an, weißt du. Ab da dachte ich, oh mein Gott, ich trippe so. Wir sind nach Chef Schauen gefahren. Deine Lieblingssorte of all time und aktuell? Lieblingssorte of all time. Ich erzähl dir jetzt eine Story, hold up. This video has been created strictly for documentary purposes. Please be aware that we do not support the use of psychoactive substances. Now enjoy this awesome video. Peace. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sergeant Murph und im heutigen Video treffen wir Kwame aus Hamburg. Komm am Mikro, fette Fete, Chef ist sauer, weil ich mich verspäte. Hier in Wien und stellen die Frage, die lustigste Kiff-Story. Außerdem seine Lieblingssorte derzeit, als auch seine Lieblingssorte of all time. Wie das Ganze mit Northern Lights zusammenhängt und Hasch aus Marokko, findet ihr in diesem Video heraus. Was er noch nicht weiß, dass er einen Path Vaporizer von Light bekommt in der Special Edition. Zu seinem neuen Tape. Deswegen bleibt dran, jetzt geht's direkt los. Bruder, bless me, Digga, weißt du? Der guck mal. Machen wir hier mal aus. Bam. Das ist der Gürgel, man. Der Bürschchen. Ich bin hier mit Kwame hier am Start. Was geht ab, Player? Und ich hätte 2 Fragen an dich. Schieß los. Und zwar einmal die lustigste Kiff-Story von dir. Boah. Andrews ist schon, der rattert schon da. Die lustigste Kiff-Story, ich kenne eine, an der ich mich auf jeden Fall immer erinnern werde. Das war mit einer zu den Anfangszeiten, wo ich gekifft habe. Da war ich noch so 16, 15 und da waren wir auf so einer Hausparty von einem Kollegen, Digga. Ali hieß er. Und wir waren bei ihm zu Hause. Ist halt eine voll abgekackt, Digga, hat dann voll Welle gemacht, so mit, ja, müssen alle rausgehen, meine Mutter und hat ein bisschen Dings geschoben, weißt du, also Paras geschoben. Dann kam auf einmal der Dad von Ali rein, wir dachten alle so, scheiße, der Dad sitzt da und wir kiffen hier alle so, weißt du. Digga, der Dad kommt rein, er sagt, ihr macht Party hier, ne? Wir so, ja, haben nichts gesagt, wir so, ja, ist gut, ne? Ruhig. Hier, ihr seid Kiffer, kommt mal mit, so, weißt du, okay, krass. Der nimmt uns so mit in die Küche und dann hat er einen aufgerollt. Das ist so Hasch von seiner Heimat. So. Und der hier, ich hab noch Hasch von meiner Heimat, wie findet ihr das? Dann hab ich das so geraucht mit meinen Jungs. Ja, Alter! Ich hab voll die Trips geschoben, so, das will ich niemals vergessen. Er hatte so einen Hund, so einen Kangal gehabt. Der war schon ein bisschen, weißt du, der hatte schon so... Kangal ist saisonfit, oder? Als der Dad kam, so war eigentlich voll cool drauf, weil es war halt irgendwie nicht viel gemacht. Und
Ja, und ist der Hund halt ein bisschen so rumgelaufen bei uns und wir hatten voll die Paras geschoben. Und dann ich guck diesen Hund so an und hab ihn halt in so einer Blase gesehen, in so einer Seifenblase, weißt du? Ab da dachte ich, oh mein Gott, ich trippe so. Halt, zwei Jungs erzählt, die haben mir natürlich nicht geglaubt. Ich setze mich dann auf dem Sofa hin, weil ich dachte, ich muss mich entspannen. Ich gucke meinen Kollegen Steve an und dann war er so halb so lila und andere Seite war so grün, weißt du? Ey, das war mein Trip, Digga. Ich hab ihm das erzählt, er hat mir natürlich nicht geglaubt. Ich meinte, Bruder, ich bin Shit. Und ja, man, das war so mein funny Moment so vom High-Sein, weißt du? Krass, war Hasch quasi. Ja, es war Hasch auf jeden Fall. Krass, ich war mit einem Kumpel in Marokko, haben wir so 10 Tage Tour gemacht. Und Marokko ist ja bekannt für gutes Hasch. Wenn man drankommt, die Sache ist, das Ganze wird angebaut im Gebirge und dadurch, dass Marokko sehr flach ist, in Marrakesch zum Beispiel, erhältst du gar kein gutes Zeug. Und wir sind nach Chefchaouen gefahren. Zu Chefchaouen darf man wissen, das ist eben weit oben im Norden im Gebirge. Und dort hat der König damals entschieden, yo, jeder mit Ausweis Chefchaouen darf einfach Weed am Start haben, beziehungsweise Hasch. Prinzipiell ist nämlich Weed in Marokko verboten. Angekommen in Chefchaouen haben wir erstmal uns abends mit unserem Hotelguide noch zusammengesetzt und wir wollten ihn ein bisschen fragen, ey, wie kommt man hier zu gutes Hasch? Da gibt es dann diese typischen Touren, diese Touri-Scams auch, wo sie sagen, ey, ich bringe dich auf eine Plantage, dies, das. Und haben dann mit ihnen gequatscht und wir wollten nichts rausrücken einfach. Bis wir dann tief in der Nacht schon Osama Bin Laden Stories und alles Mögliche an Verschwörungstheorien durchhaben. Und wir ihn mehrfach gefragt haben, ey, wie kommen wir an was Gutes ran? Und dann meinte er plötzlich so, yo, ich muss mal kurz nach meinen Katzen schauen. Kommt dann so nach 5 bis 10 Minuten zurück und sagt, ey, übelster Zufall. Ich habe einfach richtig gutes Zeug gerade bekommen. Kompletter Zufall. Zieht aus seinen Socken einfach 5 solche Bündel raus von allerfeinsten Hasch. Und meinte so, ja, hier für einen Zehner könnt ihr eins kaufen. Und dann haben wir das erstmal getestet. Alter, war das Zeug heftig. Wir haben das dann in diesen Riad, das sind diese offenen Gebäude, auf der Dachterrasse quasi, mit so einer marokkanischen Pipe geraucht. Und es hat wirklich gereicht, 1-2 Mal dran zu ziehen. Ich sag's euch, ich habe einfach den allerheftigsten Lachflash bekommen, beziehungsweise konnte mich überhaupt nicht mehr zusammenreißen, dass ich einfach nur mal sitzen konnte, ich musste aufstehen und bin aus der Tür raus, beziehungsweise ich bin erstmal gar nicht aus der Tür raus. Was ist denn mit Carsten los? Bin ich erstmal straight gegen die Tür gerannt und mich hat's am Boden gelegt und ich habe einfach komplett mir einen abgelacht. Mein Kumpel von hinten hat's auch einfach gar nicht mehr gepackt. Wir sind ja erstmal zu zweit raus, haben uns auf den Stuhl gesetzt und konnten erstmal für 5 Minuten überhaupt gar nicht mehr. Wahrscheinlich war das, Leute. Wahrscheinlich war das einfach soft. Das war einfach soft. Ich spüre auf jeden Fall, dass der soft war. Ja, jedenfalls Ende vom Lied ist, wir sind dann nach Mesuga gefahren und wir dann einfach, Jesus, alter Jesus, einfach in der Oase, in der Sahara, in Mesuga, haben wir dann noch ein bisschen was mitgebracht für seine geile Gastfreundschaft. Das war meine Hasch-Story. Dann noch eine für dich. Deine Lieblingssorte of all time und aktuell? Lieblingssorte of all time ist Wizard Treats Versace und aktuell ist gerade. Das war geil, Alter. Keine Ahnung, Alter, ich hab so viel gepackt, Alter. Permanent Marker gerade so. Krass, Alter, ihr habt schon heftiges Zeug, so eine Marker, so ein Edding, Ja, der genau. so richtig heftig schmeckt. Doja Permanent Marker, ja. Das ist ganz geil. Ich hab noch einen befüllt für dich, wenn du hitten bist. Einen befüllt, ja? Ja. Was ist denn da drin, Der Digga? heizt gerade noch auf, ist Homegrow von Kumpel. Das ist ein guter Plug, man. Deswegen fett noch. Okay, stark. Im Vape schmeckst du auch richtig geil raus, wie gut das Zeug ist. Weil Ja, wenn es aber- richtig sanft runtergeht, dann weißt du, dass es lange gecured wurde und richtig gut ist quasi. Es kratzt ein bisschen, aber es ist gut. Würdest du Sorte erkennen oder in welche Richtung? Die Sorte erkenne ich gerade gar nicht, Digga. Aber kommt mir sehr kuschig rüber. Was sagst du? Ist ein Klassiker. Also bei dem Verdampfen, man schmeckt das voll. Ich
glaube safe, du kennst den Geschmack, ja. Jetzt sind natürlich die Terps schon gut raus am Anfang, ne? Aber ich komme jetzt nicht sofort drauf, sag ich was Falsches. Weil ich so viel Gelato rauche, würde ich auf irgendein Gelato gehen, weißt du, aber schmeckt mir nicht. Das ist Northern Lights von den Grow Shop. Hier darfst du ja Pflanzen schon kaufen, Stecklinge schon vor der Zeit. Aber alles, was medizinisch ist oder so. Jetzt komme ich auf eine Story, Digga. Digga, mit Sylo, weißt du, was ich meine? Alter, warte Ich rauch das nicht mehr, ich kann das nicht rauchen. Das ist hey, aber Lights, Bruder. Das ist so crazy. Aber ich erzähl dir jetzt eine Story. Aber ist geil, ich muss dir auch was zu Sylo sagen. Weil ich sag vorab, Sylo ist einfach unser Dönermann in der Hood, Alter. Und ich musste mich so bepissen mit meinem Kumpel, wie du sagst, Sylo, ich ruf Sylo an, Alter. Rufe Sylo an, sag, Bruder, geh spät. Hol 2 Fanta Grape, denn ich bin OG. Digga, ja, man, Sylo ist sein Brother, Digga, aus Berlin auf jeden Fall. Aber ja, man, ich hab mal mit ihm. Ich war auf eine Studio-Session eingeladen von Seed. Das waren die Band von Peter Box, weißt du? Ja. Und da habe ich mit denen eine Studio-Session gehabt und ich hatte da kein Beat aus Euro mitgebracht und ich habe die Jungs gefragt, ob die mir was klären können. Und die haben mir was geklärt, das war jetzt ein Beat-Taxi und da war halt die Liste, weißt du? Und ich dachte mir, okay, Digga, ich hab Bock auf richtig geiles Kraut, ich probiere mal Northern Lights, weil das war halt das hochdosierteste Kraut, so, weißt du? Ich dachte mir, halt, I'm a try. Auf einmal bringen die mir das her, so dieses Northern Lights, ich probiere das so. Und als ich es geraucht habe, Digga, ich habe voll auch die Paras geschoben. Ich dachte mir, okay, dieses Sweet ist gar nicht gut für mich, Digga. Und ich habe voll so, Digga, ich dachte so, keine Ahnung, ich bin so eingesperrt, weißt du? Das hat voll komisch gewirkt. Habe ich das so nach Sylo erzählt, ich meinte, Bruder, ich habe hier so ein Kraut, ich würde das auf jeden Fall nicht mit dir rauchen wollen, so. Lass das hier liegen, so, fass das nicht an, weißt du? Er meinte, ja, okay, Bruder, wenn du das schon sagst. Und dann eine Woche später war ich wieder in Berlin und dann hatte ich auch keinen Weed mehr und dann hatten wir nur noch das gehabt, weißt du? Was habt ihr? Das Northern Lights. Achso, nur das? Ja, vom letzten Mal so, weißt du? Und dann dachte ich mir, ey, weißt du was? Fuck it, ey, lass das letzte Northern Lights nehmen und dann wir gehen raus einfach, weißt du, wir rauchen das. Das kann ja nicht so schlimm gewesen sein, dachte ich, weißt du? Digga, auf einmal, was geht ab? Servus. Wir sind dann so unterwegs gewesen, so, wo wollten wir hin? Ich glaube, irgendeine Party war das oder so. Und dann sind wir unterwegs gewesen, ich habe das dann so geraucht mit ihm. Und dann war er am Telefon, weißt du? Und ich gehe auf einmal irgendwann, ich merke, ich bin voll am Taumeln, so, weißt du? Und ich hatte gar keinen Breath mehr und so. Ich sag so zu ey Bruder, Digga, ich brauch was zu saufen oder so. Er sagt, ja, Mann, mir geht's auch voll komisch. Was ist das für ein Joint, ja? Was war da drin, ja? Ich sag, Bruder, ich hab dir gesagt, Digga, Northern Lights, Bruder, das ist kein Spaß. Und dann haben wir zusammen ein bisschen getrippt, weißt du, es war voll komisch. Die waren voll am Verdursten, so auf Sahara-mäßig. Irgendwann, wir gehen so weiter, wir sehen dann so, bam, dieses, ich weiß nicht, dieses Restaurant hieß Mar, weißt du? Und da hatten die halt so Chicken und so. War das in Berlin oder in Hamburg? Berlin war das, ja. Und dann sind wir halt da reingegangen und haben uns halt voll was gegönnt, weißt du, auf Oase-mäßig. Hat unser Leben gerettet, Digga. Ich kann auf jeden Fall sagen, Northern Lights. Nichts für euch, Leute. Nicht drauf. Also für mich auf jeden Fall was. Ja. Obwohl du ja schon sagen musst, kommt voll drauf an, von welcher Seedbank und so. Und die haben ja ihre eigenen Kreuzungen Ja, so am Start. Ne? Kann auch sein. Terps, da haben die ja mal in Amsterdam, ich ziehe mir immer gerne Studien rein, irgendwie so 20 verschiedene Coffee-Shops abgecheckt und haben eigentlich gemerkt, dass dieselbe Sorte komplett unterschiedlich ist. Je nachdem, wie du sie kaufst. Ja, aber wirklich. Ey, mega fett, danke für deine Stories. Immer Appreciate it. Ich danke dir für das Geschenk. Laut. Gerne, Mann. Anklage muss korrekt kommen! Nicht korrekt kommt, kommt ihr nicht mal zum Hilfszuhälter! Wo sind deine Muschis? Wo sind deine Muschis? Was mit dem Zeug? 10 Zimmer, Ziege ziehen, Gucker in dein Raumschiff. Wie Celebrities und der Booker